Ich habe ja einige Kübelpflanzen auf meinem Balkon und frage mich regelmäßig, ob ich die richtig gieße. Vor einiger Zeit habe ich mir so ein Tröpfchen-Bewässerungssystem installiert, aber auch da stellt sich mir immer wieder die Frage, wie stelle ich das richtig ein? Ist die Erde nicht viel zu trocken oder viel zu feucht? Abhilfe soll jetzt dieser Zigbee-Sensor hier bringen, der mir hoffentlich hilft, diese Entscheidung in Zukunft objektiver zu machen. Aber taugt er wirklich in der Praxis? Ich habe ihn mir mal angeschaut und einfach ausprobiert. Und das Ergebnis siehst du jetzt. Dieser Sensor hier wurde mir übrigens vom Hersteller Neo kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das Video wird aber nicht gesponsert und es gibt auch keine Vorgaben zum Inhalt oder zum Ergebnis, sondern es ist ein ganz normaler Praxistest. Konkret geht es um diesen Zigbee Bodenfeuchte-Sensor. Der Sensor misst zwei Dinge, die Bodenfeuchte und die Temperatur des Bodens. Er funkt per Zigbee und wird mit 3 AA-Batterien betrieben. Er ist vor allem für den Betrieb im Freien gedacht. Für die meisten Pflanzen in der Wohnung dürfte er schlichtweg einfach zu groß sein. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, wenn man bei Amazon nach Bodenfeuchte-Sensoren sucht, dann sehen viele Geräte einfach exakt gleich aus, nur mit anderem Namen. Das liegt daran, dass Neo ein sogenannter OEM-Hersteller ist. Das heißt, die Hardware kommt von Neo, wird aber von anderen Firmen unter ihrem eigenen Namen verkauft. Technisch sind die Geräte aber oft tatsächlich identisch. Der Preis variiert aber teilweise recht deutlich. Aktuell liegen die Angebote bei Amazon so zwischen 20 und 30 Euro. Wichtig ist also, anderer Preis heißt nicht automatisch bessere oder schlechtere Technik. Oft bezahlt man tatsächlich schlicht fürs Branding. Links zu verschiedenen Varianten dieses Sensors findest du natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Bevor wir tiefer in die Technik und die Messwerte einsteigen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Verarbeitung. Gerade bei so Sensoren, die dann draußen sind und in feuchter Erde stecken, da ist der Gehäuseaufbau und die Dichtungen dann doch interessant und schlichtweg entscheidend. Ich schaue mir hier an, wie sauber das Gerät verarbeitet ist, wie die Dichtungen ausgeführt sind und ob der Aufbau eher nach einem Wegwerfprodukt oder nach solider Technik aussehen. Zunächst einmal ist der Lieferumfang vorbildlich. Der Batteriedeckel ist nur mit einer Schraube gesichert. Die restlichen Schrauben liegen inklusive dem Schraubenzieher dem Gerät aber bei. Öffnet man das Fach, sieht man eine etwas merkwürdige Konstruktion, die 3 AA-Batterien fasst. Also Batterien einlegen, Schrauben festziehen und diese Gummistopfen hier einsetzen, um das Gehäuse gegen Feuchtigkeit abzusichern. Das Gerät hat genau eine Taste, kurz drücken löst einen Messzyklus aus und lang drücken aktiviert das Zigbee-Pairing. Beim Einsetzen ins Erdreich soll man laut Anleitung darauf achten, dass die Metallbeinchen hier komplett im Erdreich sind. Ich habe den Sensor in Home Assistant eingebunden, in meinem Fall über Zigbee to MQTT. Das Zigbee-Pairing ist unspektakulär und in wenigen Sekunden erledigt. Einfach länger auf den Taster hier am Sensor drücken, fertig. Danach tauchen mehrere Entities auf, die Bodenfeuchte, die Temperatur, der Batteriestatus und zusätzlich Dinge wie eine minimale Temperaturschwelle oder eine Alarm-Entity. Das sind aber Zusatzentities, die so aus dieser App- oder Tuya-Welt stammen. In Home Assistant brauche ich die ehrlich gesagt nicht. Hier baue ich mir lieber meine eigene Logik über Automationen. Ein Punkt, der mir schnell aufgefallen ist, die Temperatur, die wird in 0,5 Grad Schritten gemeldet. Das wirkt erstmal grob, ist aber, glaube ich, völlig normal, denn entweder ist die Auflösung des Sensors so oder viel wahrscheinlicher ein bewusst gesetzter Zigbee Reporting Threshold, um einfach Batterie zu sparen. Ne? Für die Pflanzenpflege dürften 0,5 Grad sowieso auf jeden Fall ausreichend sein. Ich habe den Sensor etwa 2 Wochen im Alltag getestet und die Sensorwerte in Home Assistant protokollieren lassen. Die erzielten Messwerte erschienen mir plausibel. Bei trockener Erde sinkt der Wert kontinuierlich und nach dem Gießen steigt er deutlich an. Mit einer kleinen Zeitverzögerung, aber alles völlig normal und im erwartbaren Rahmen. Die Zigbee-Verbindung war über den gesamten Testzeitraum völlig tadellos. Ob der Batteriestatus verwertbare Daten liefert,
Manche Zigbee-Geräte bei mir fallen da durchaus negativ auf. Das kann ich jetzt nach einem Testzeitraum von 2 Wochen natürlich noch nicht sagen. Aber sollte ich Auffälligkeiten feststellen, dann werde ich sie in der Videobeschreibung, in den Kommentaren oder auch in einem zusätzlichen Video, das ich dann hier verlinke, natürlich nachliefern. Und noch ein Punkt, der vielleicht erstmal irritiert. Warum braucht dieser Sensor eigentlich 3 AA-Batterien, während andere Zigbee-Sensoren mit einer Lithiumzelle auskommen, zum Beispiel einer CA2032? Naja, ganz einfach, Bodenfeuchte wird aktiv gemessen. Ne? Es fließt Strom durch die Erde zwischen diesen Beinchen und das braucht deutlich mehr Energie als jetzt ein Türkontakt oder Temperatursensor. Zigbee selbst ist ja extrem sparsam, das heißt, dieser Energieverbrauch, der kommt primär vom Messprinzip. Ja, die angegebene Laufzeit von etwa einem Jahr, die würde ich sagen, ist eher konservativ gerechnet, aber wir werden sehen, wie lange er jetzt in der Praxis wirklich hält. Übrigens, es gibt von dem Sensor auch eine Variante mit eingebauter Solarzelle und Akku statt Batterien. Also wer sich den Batterietausch sparen möchte, findet auch diese Variante in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich hat der Sensor auch Grenzen. Ne? Die Metallsensoren können aufgrund des Messprinzips langfristig korrodieren oder auch die Prozentwerte, die hier gemessen werden, die sind nicht zwischen verschiedenen Pflanzen oder Töpfen vergleichbar, sondern immer eine relative Aussage. Unterm Strich ist der Sensor aber absolut solide. Er ist kein Hightech-Messinstrument, aber für Home Assistant-Nutzer oder besser gesagt für alle, die Zigbee to MQTT oder andere Zigbee-Plattformen benutzen, Pflanzenliebhaber und preisbewusstere Anwender, absolut brauchbar. Eine wissenschaftliche Genauigkeit sollte man natürlich nicht erwarten oder was Wartungsfreies auf Jahrzehnte, der wäre hier falsch, aber als pragmatische Hilfe im Alltag funktioniert er bei mir gut und ich möchte ihn eigentlich auch nicht mehr missen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann abonniere doch bitte meinen Kanal, schreib in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit Bodenfeuchte-Sensoren gemacht hast. Soweit danke fürs Zuschauen, pass auf dich und dein Smart Home auf, dein Joachim.